Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Vor nicht allzu langer Zeit eröffnete im Burgenland, das ist das Bundesland, in welchem ich zu Hause bin, die erste Meldeanlaufstelle für die Sichtung von Großräubern. Auf gut Deutsch gesagt, ein Wolfsvernaderer-Büro. Vernaderer steht für Verräter. Ja, also die steigende Hysterie rund um den Wolf ist ja nicht zu übersehen, möchte ich sagen. Nun, als Kinder durften wir Geschichten von einem Mädchen mit roter Kappe lauschen, welches es mit dem großen bösen Wolf zu tun hatte. Ja, das kann schon prägen. Und zu Zeiten oder in einer Zeit, in welcher auch gern mal ein Wildschwein mit einem Löwen verwechselt wird, liebe deutsche Nachbarn, da kann man sich auch vorstellen, dass bei solchen Wolfsvernaderer-Büros, also Meldeanlaufstellen für die Sichtung von Großräubern, schnell mal Bearbeitungsstau entsteht, oder? Ja, doch wie sieht das Ganze mit uns als Hundebesitzer aus, wenn wir in einer Umgebung leben, wo der Wolf herumstreift? Ja? Müssen wir da Angst haben oder müssen wir uns keine Sorgen machen? Das sehen wir uns heute in diesem Video an. Also, bis gleich. Nun, man schätzt, dass etwa 250.000 Wölfe auf unserem Planeten leben. Circa 20.000 davon in Europa, bis zu 1.700 in Deutschland, etwa 300 in der Schweiz und nur etwas mehr als 100 in meiner Heimat in Österreich. Tendenz steigend. Es leben über 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Etwa 800 Millionen davon in Europa, 83 Millionen in Deutschland, 9,5 Millionen in Österreich und etwa 9 Millionen in der Schweiz. Diese drei Länder, die umfassen zusammen eine Fläche von 481.000 Quadratkilometern, ja, in welchen etwa 2100 Wölfe leben. Ein ziemlich großes Wohnzimmer für 2100 Individuen, möchte ich meinen. Nein, das sagen viele. Ja. Heutzutage hat der Wolf hier nichts mehr verloren. Diese Meinung herrscht heutzutage häufig vor, das wissen wir. Ja. Ich möchte heute in diesem Video das Thema Wolf und Nutztierhaltung oder Wolf und Jagdgesellschaft nicht berühren. Selbstverständlich habe ich meine Meinung dazu, doch ich möchte diese im heutigen Video nicht preisgeben. Heute geht es um etwas anderes. Heute möchte ich über das Thema generelle Urangst vor dem Wolf sprechen. Ich werde mich auch strikt mit Beispielen zurückhalten, die Ihnen erzählen, wie völlig verrückt Wolfsbegegnungen teilweise behandelt werden oder welche abenteuerliche Geschichten darüber niedergeschrieben werden. Aber von zwei davon muss ich Ihnen unbedingt erzählen, um Ihnen verständlich zu machen, weshalb ich hiervon Abstand halten möchte. Wolfssichtung eines Hundeführers. Noch gar nicht lange her. Etwa 100 Meter vom Hundebesitzer entfernt steht am Feld ein Wolf, ein neugieriger Jungwolf, und beobachtet den Menschen mit seinem vierbeinigen Freund. Dem Herzinfarkt nahe beginnt der Mensch hysterisch zu schreien, nimmt die Szene mit der Handykamera auf, postet diese und macht ein riesiges Drama daraus. Ja. Was ist unterm Strich geschehen? Das, was zu erwarten war. Gar nichts. Ja. Kurz zur geposteten Abenteuergeschichte einer Wolfsbegegnung beheimatet in Österreich. Eine Joggerin schrieb davon, bei ihrem Lauf durch den Wald knapp mit dem Leben davongekommen zu sein. Denn plötzlich sprang ein Wolf aus dem Dickicht und, aufgepasst, fauchte sie an. Ja, genau, dieser Begriff wurde dabei verwendet. Ja. Also hierbei bin ich mir ganz sicher, dass der Läuferin die Fantasie einen Streich gespielt hat, ganz sicher. Kann aber auch sein, dass sie ein
Red Bull zu viel vor dem Lauf Intus hatte. Oder aber der große graue Freigängerkater Schnurrli wurde mit einem fauchenden Wolf verwechselt. Kann alles sein. Ja? Jetzt verstehen Sie sicher, weshalb ich mich diesen Dingen heute nicht widmen möchte. Doch, niemanden sollte man verurteilen, wenn derjenige als Hundebesitzer und viel mit seinem Hund im Wald unterwegs ist, ein mulmiges Gefühl oder gar Angst verspürt, wenn in diesem Wald Wölfe zu Hause sind. Und das betrachten wir heute ganz objektiv. Als Großraubtier könnte der Wolf den Menschen gefährlich werden. Ganz klar, keine Frage. Ein Wolfsrudel ist dazu fähig, einen Bison zu reißen. Wir Menschlein hätten da einem Wolfsrudel nichts entgegenzusetzen. Eine norwegische Studie spricht von 26 Wolfsangriffen mit tödlichem Ausgang auf Menschen im Zeitraum von 2002 bis 2020 weltweit. Keiner dieser Vorfälle ereignete sich in Europa. In Europa und in Nordamerika fanden in dieser Zeit 14 Wolfsattacken auf Menschen statt, wovon 2 in Nordamerika tödlich endeten. Ja. Die meisten Todesopfer beklagt Indien, wobei hier immer im Raum steht, ob die Täter Wölfe waren oder verwilderte Hunde waren. Schauen Sie, objektiv betrachtet und ohne Wolfsgegnern auf den Schlips treten zu wollen, aber auch ohne den Wolf-Fans das Gefühl vermitteln zu wollen, ich habe es ja gesagt, kann man behaupten, dass Angriffe durch Wölfe auf Menschen extrem selten sind. Und in der modernen Zeit hauptsächlich auf tollwütige oder sehr an Menschen gewöhnte Tiere zurückzuführen sind. Ja. Schauen Sie, es ist nun mal Fakt, dass die Gefahr, von einem Wolf attackiert zu werden, verschwindend gering ist. Wenn ich mit Vito durch die Wälder gehe, dann sind meine Sinne immer extrem geschärft. Glauben Sie mir. Ja. Ich befinde mich dabei mit einem großen Raubtier mitten in der Wildnis und in dieser leben wehrhafte Tiere, oder? Ist so. Ja. Mehrere darunter könnten sich von einem wolfsähnlichen Räuber, wie mein Vito einer ist, bedroht fühlen und handeln. Wildschweine zum Beispiel bachen mit Frischlingen oder Keiler während der Brunftzeit. Ja. Wenn ich im Wald irgendwo Magegeruch wahrnehme, bin ich immer ganz besonders vorsichtig. Rotwild. Der Hirsch in der Brunftzeit. Oder Hirschkühe, die ihre Jungen verteidigen. Vor 2 Jahren traf ich mit Vito auf 2 Hirschkühe. Das waren Riesengeräte. Extrem beeindruckende Tiere sind das. Rehböcke. Sie lachen? Ich sage Ihnen was. Ich kämpfe schon seit 2 Jahren mit einem Rehbock hier, der meint, er wäre der Lokalmatador Neudörfels. Diesen Testosteron-gefluteten, in der Brunftzeit Testosteron-gefluteten und mit solchen Krickeln, also Gehirn ausgestatteten Rehbock, versuchte ich schon 15 Mal zu vergrämen, indem ich mit Vito an der Leine auf ihn zugerannt bin, ihm Äste entgegengeworfen habe, ihn angeschrien habe. Wieso? Weil ich ein Tierquäler bin? Na. Ich versuche diesem Rehbock klarzumachen, du hast dich vor Menschen zu fürchten, weil... Wissen Sie, wie viele Familien dort mit Kinderwagen spazieren gehen, in der Gegend, wo dieser Rehbock außer Rand und Band gerät? Ich weiß schon, Rehe sind normalerweise die typischen Fluchttiere und sobald die visuellen Kontakt mit ihnen aufgenommen haben, schauen die, dass sie wegkommen. Doch in Neudörfel sind Rehe sehr menschengewöhnt. Es kommt vor, dass, wenn ich mit Vito im Gruselwald unterwegs bin, das ist diese Gegend, von der haben Sie schon mal gehört, dass Rehe 20 Meter von uns entfernt stehen bleiben und uns nur ansehen, völlig unbeeindruckt. Keinen Gedanken an Flucht verschwenden. Ja, wenn ich einen Schritt auf sie zumache, dann laufen sie davon. Klar, aber sonst interessiere ich die nicht. Ja. Die sind Hunde mit ihren Besitzern dort gewöhnt. Und das gilt auch für diesen Rehbock. Und das ist das Gefährliche. Man sagt ja, Rehböcke können unangenehm werden, wenn sie in Gehegen gehalten werden und sich zu sehr an Menschen gewöhnen. Aber diese Rehe hier in der Umgebung in Neudörfel sind alle recht stark an Menschen gewöhnt. Deswegen ist dieser Bock auch so mit Vorsicht zu genießen. Und ich habe den schon mal tatsächlich gesagt. Ob Sie es mir glauben oder nicht, ich schwöre auf alles, was mir hoch und heilig ist. Alter, da blieb er 15 Meter vor uns beiden stehen, senkte den Kopf, stellte sich breitbeinig hin. Ich habe den
10-mal versucht zu vergrämen, der lief 20 Meter weg, drehte sich um und drohte uns wieder. Ich habe den gesagt, Alter, ich weiß, du hast da 2 Kriegeln, ne? Aber ich habe auch ein Kriegerl eingesteckt und mein Hund hat 42 Kriegeln im Kiefer. Und wenn du dich lang spielst, dann knipsen wir dir das Licht aus und am Sonntag bist du am Esstisch zu Hause. Ja? Ist so, ja? Lass mich von dem nicht stechen. Sind tatsächlich schon Menschen durch Rehbock-Angriffe gestorben, schwere Blutvergiftung bekommen durch diese Bakterien und alles, was da auf deren Gehirn da oben ist und so weiter. Ist so, die haben Wahnsinnspower. Also Rehböcke, zum Lachen sind die nicht, ja, wenn es solche Rehböcke sind wie der da. Ich habe allerdings noch nie unserem Jagdleiter, den Hermann, von diesem Rehbock erzählt. Und ich glaube auch nicht, dass er dieses Video sehen wird, denn ich glaube fest, er würde ihn dann irgendwie aus dem System rausnehmen, denn der ist wirklich nicht ungefährlich für Familien. Wenn der da aus dem Wald rausschießt beim Behaupten seines Reviers und dann mit den Kriegeln in den Kinderwagen rein, Albtraumgeschichte, was soll ich Ihnen erzählen? Ja? Rehböcke ist so, ja. Hört sich eigenartig an, ja. Der Killer-Rehbock, ja, aber ja, im Rosaliengebirge, und das ist eben diese Waldlandschaft, die ich mit Vito durchquere, ist der Uhu beheimatet. Zwar in spärlicher Anzahl, aber er ist da. Ein Uhu ist nicht viel kleiner als ein Steinadler und erreicht Flügelspannweiten von 1,90 Meter. Das ist ein gewaltiger Vogel, wussten Sie das? Ja, ich würde meinen 5-Kilo-Hund sehr gut sichern, wenn ich im Rosaliengebirge mit ihm unterwegs wäre. Denn wenn der da frei läuft, kann es sehr wohl möglich sein, dass er in den Fängen eines großen Uhu das Fliegen lernt. Doch das ist ein Albtraum, dieser Gedanke, oder? Ja. Puh. Nun, zurück zum Wolf. Gehen wir mal davon aus, der Isegrim stellt für Sie als Menschen weit weniger Gefahr dar als ein Auto oder ein engagierter Messerkünstler oder ein schlecht am Fensterbrett platzierter Blumentopf. Wie sieht es hier mit Ihrem Hund aus? Nun, im schlimmsten Fall wird er getötet und gefressen. Ist nun mal so. Ja. Ist das sehr wahrscheinlich? Na sicher nicht. Ist das möglich? Na sicher schon. Ja, gehen wir mal einige Szenarien durch, in welchen so etwas geschehen könnte. Ja, gut. Sie bewegen sich mit Ihrem Hund, Flocky, im Wolfsgebiet. Obwohl Flocky dazu neigt, wild nachzustellen, vertrauen Sie auf seinen Gehorsam, lassen ihn frei von der Leine. Ja. Nach einiger Zeit bricht ein Reh im Dickicht weg. Und Flocky geht nach. Ihr Rufen nützt nichts, denn genau in diesem Moment blendet Flocky sie aus und genießt die instinktive Hatz. Wenn Flocky ein engagierter Jäger ist, wird er auch nicht sofort zurückkehren, wenn er das Reh im Wald aus den Augen verloren hat. Er wird der Spur eine Zeit lang weiter nachgehen und kann sich dabei recht weit von Ihnen und Ihren Rufen entfernen. Ist so, ja. Trifft Flocky dabei auf das ansässige Wolfsrudel, dann war's das zu 99% mit Flocky. Anderes Beispiel. Ihr Flocky ist ein nicht kastrierter Rüde, der dem betörenden Duft einer läufigen Hündin nicht widerstehen kann. Dann würde ich mir sehr gut überlegen, ob ich Flocky zwischen Jänner und März im Wolfsgebiet von der Leine lasse. Denn in dieser Zeit werden Wölfingen läufig und die riechen für Flocky exakt so gut wie Hündinnen das tun. Ist so. Ja. Geht Ihr Romeo dann gegen Ihren Willen auf die Suche nach der holden Maid, trifft er mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur auf diese alleine. Ja, leben Sie in einer Gegend, in welcher verrückte Wölfe anfüttern, ja, um sie vor die Kamera zu bekommen, dann können Sie davon ausgehen, dass diese Wölfe irgendwann einen großen Teil ihrer natürlichen Scheu vor den Menschen und deren Siedlungen verlieren, weil sie uns mit Nahrung verbinden. Ja. Möglich, dass es der eine oder andere von ihnen dann wagt, bis in gewohntes Gebiet vorzudringen. Ein wildlebender Räuber bleibt er trotzdem. Und wenn er Flocky dann hinter niederem Zaun allein im Garten entdeckt, dann kann es auch geschehen, dass Flocky mitgenommen wird.
Ja, schauen Sie, dieses Anfüttern von Wölfen, welches ja wirklich stattfindet, das ist verrückter, absolut verrückter Irrsinn, liebe Zuseher. Ja. Denn das kann dann tatsächlich auch irgendwann mal für Kinder gefährlich werden. Wenn Sie Wölfe mögen, ja, dann sollten Sie dafür sorgen, dass er sich bei Ihrem Anblick oder Ihrem Geruch vor Angst in die Hose macht. Je mehr sich der Wolf vor uns fürchtet, was seinem Naturell entspricht, ja, desto mehr helfen Sie ihm. Ja. Nun, das waren 3 Beispiele, in welchen es für Ihren Hund lebensgefährlich werden könnte, wenn es um den Wolf geht. Kann es für Ihre läufige Hündin gefährlich werden im Wolfsgebiet? Sicher kann es das. Für jede läufige Hündin, die in der Stehzeit ausgebüxt ist, um einen Rüden zu finden, hätte ich gern 10 Euro. Also, Sie wissen, worauf das jetzt hinausgeht. Ja. Ist Ihre Hündin unangeleint in diesem Zustand mit Ihnen im Wald unterwegs und beginnt damit, Sie ausblendend dem Geruch des schneidigen Kerls dort im Wald nachzugehen, dann kann es ihr genauso ergehen wie Flocki, der auf das ansässige Rudel traf. Ist so, ja. Andererseits ist mir persönlich kein Fall bekannt, in welchem eine im Wolfsgebiet an der Leine geführte Hündin dafür gesorgt hätte, dass Besitzer und Hund von einem liebestollen Wolfsrüden bedrängt wurden. Ja. Also davon hörte ich noch nie. Ja. Oberstes Gebot im Wolfsgebiet ist Hund an die Leine und alles ist gut. Geschichten von wegen, der Wolf kam aus dem Wald, riss den Hund von der Leine und verschleppte ihn, die sind eher in der Kategorie Grimms Märchen zu Hause. Ja. Ich sage Ihnen was. Letztes Jahr wurde in einer Ortschaft etwa 20 Kilometer Luftlinie von mir entfernt ein Einzelgänger Wolfsrüde mit einer Fotofalle erwischt. Der suchte Anschluss, hat sich Richtung Norden bewegt. Ja, große, für österreichische Verhältnisse große Wolfspopulation ja, im Norden Österreichs. So ist es. Und dort hat es ihn scheinbar hingezogen. Einige Tage nach diesem Bericht in der Zeitung, der recht aktuell war ich wie immer mit Vito im Rosalia-Gebirge unterwegs und hörte ihn. Ja. Oh, welch Zufall, werden sich jetzt einige denken. Doch nochmal, ich schwöre bei allem, was mir hoch und heilig ist. Ich hörte einen Wolf heulen. Ich dachte natürlich sofort zurück an diesen Artikel und war mir ziemlich sicher, dass das dieser eine Wolf war, der da durchs Gebiet streift, von Richtung Forchtenstein über Neudörfel Richtung Norden rauf, um Anschluss zu finden. Ich ging also zu 99% davon aus, dass das dieser einzelne Wolf war. Wie fühlte ich mich dabei? Ja, irgendwie schwappte da ein Gefühlsschwall über mich hinein. Ich hörte noch nie einen Wolf in freier Wildbahn heulen. Ich war schon häufiger in Schönbrunn, im Tiergarten Schönbrunn, sah mir die Wölfe an. Auch dort hörte ich sie schon heulen. Ich war schon im Tierpark Ernstbrunn, wo schöne Wölfe zu sehen sind. Ja. Aber ich hörte selbstverständlich noch nie einen Wolf in freier Wildbahn heulen, da sie im Nordburgenland, wo ich zu Hause bin, eher nicht ansässig sind. Dieses Gebiet nur durchstreifen. Ja, ich hörte diesen Wolf. Muss ein großer Wolf gewesen sein, ein fantastisches Geräusch, wenn man das fantastisch nennen kann. Also für mich war es fantastisch. Wie fühlte ich mich? Ich hatte gleichzeitig ein mulmiges Gefühl, ich war gleichzeitig schwerst beeindruckt und ich war erdrückt, gefühlsmäßig erdrückt. Ich stand mit Vito alleine mitten im tiefen Wald, abseits der Spaziergängerpfade, das tue ich gern mit ihm, habe ich schon öfter erzählt, und hörte diesen Wolf heulen. Verspürte ich Angst? Absolut nicht. Es war ein mulmiges Gefühl, aber ich fürchtete mich nicht. Ich ging davon aus, das ist dieser Einzelgängerwolf und wusste, ein einzelner Wolf kann Vito und mir nichts antun. No chance. Ja. Und trotzdem hatte ich ein mulmiges Gefühl, und als ich dann von dort nach Hause gegangen bin, gebe ich zu, drehte ich mich öfter um, ja, und sah hinter mich. Es ist nun mal so, schauen Sie, das ist der Wolf. Man wird als Kind mit Geschichten über den Wolf, Rotkäppchen und so weiter groß. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Natürlich, ja, wie gesagt, nochmal, mein Gehirn sagte mir, Alter, dir kann nichts geschehen, ja, nie im Leben, nicht
mit einem einzelnen Grauwolf, ein Rudel sieht schon anders aus, gar keine Frage, aber der Magen sprach dagegen, ja, gebe ich zu. Ja, so viel zu meinem Erlebnis mit dem Wolf. Eine Sache, die ich persönlich nie vergessen werde. Es gibt Gegenden auf der Welt, wo Wolfsgeheule schon so vertraut ist wie für uns Amselgezwitscher, keine Frage. Aber in solcher Gegend lebe ich eben nicht. Ja. Deswegen werde ich das niemals vergessen. Liebe Zuseher, wenn Sie auf absolute Nummer sicher gehen möchten, den Spaziergang durch den schönen Wald, in welchem Wölfe leben, aber nicht missen möchten, ja, dann hätte ich hier 2 Vorschläge für Sie. Ja. Rüsten Sie sich mit einem Ehrhorn oder mit Bärenspray aus. Ja. Oder mit beiden. Ne? Wölfe reagieren extrem sensibel auf laute Geräusche. Sollte es tatsächlich der Fall sein und sich Ihnen und Ihrem Hund ein Wolf auf inakzeptable Distanz nähern, ne, dann drücken Sie beherzt auf die Hupe. Passen Sie aber dabei auf, dass Ihr Hund dann nicht zusammen mit dem Wolf verschreckt abhaut. Ja. Bärenspray, der erklärt sich ja von selbst. Allerdings sind die Chancen, dass sich Ihnen ein Wolf auf Reichweite dieses Sprays nähert, gleich 0. Ja. Davon bin ich überzeugt. Ja. So viel dazu. Und jetzt kurz und schmerzlos. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.